Durch den Last-Minute-Sieg gegen Leipzig sind wir zwischenzeitlich erstmal auf Platz 5 nach 3 Spielen. 2 Siege, eine Niederlage. Frankfurt ist 14. Die sind also nicht so rosig in die Saison gestartet. Ihr wisst ja, mein Ziel ist mit der Hertha hier die Klasse zu halten. Ob wir dann 14. werden, 15., 13. oder das über die Relegation ist mir eigentlich völlig egal. Ich will auch Spaß haben. Ich will hier, wie gesagt, ein bisschen was auf die Platte immer zaubern. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie das heute gegen Frankfurt läuft, weil das die 14. sind mit der Mannschaft, je nachdem, was sie für eine Mannschaft haben, ne? Muss man ja auch mal bedenken. Aber ich glaube, die sind nicht so schlecht aufgestellt. Ich sehe Larsson, ich sehe, okay, Gebur hinten. Ist halt auch ein Nachwuchsinnenverteidiger. Boré ist immer noch da. Maximilian Bayer haben die sich geholt. Vorne ist wahrscheinlich immer noch Mario Götze. Also sehr, sehr interessanter Kader. Aber auch wir. Dann haben sie Eric Dyer. Okay, alles klar. Skiri. Wer spielt hier auf der linken Seite? Ne, das ist Mario Götze wahrscheinlich. Linksverteidiger ist Chandler. Also eine ganz, ganz wilde Formation. Nguyen in der Innenverteidigung mit, wie gesagt, Eric Dyer. Oben ist Gebur. Also sehr, sehr wilde Truppe. Auf jeden Fall bei der Eintracht. Da können wir doch auf jeden Fall dagegenhalten. Deswegen wundert mich das nicht, warum die Eintracht vielleicht erstmal auf Platz 14 ist. Aber Achtung, die erste Chance. Und Obich im Tor. Auch neuer Keeper, der kommt auch immer besser rein. Ich hoffe, dass wir auch immer besser reinkommen. Und dass wir uns vielleicht gegen so Gegner wie heute, die man ja eigentlich ein bisschen weiter oben erwarten müsste, vielleicht ein Remis holen, einen Punkt. Ihr seht, die pressen schon ganz schön rein. Haben jetzt aber hinten erstmal 4 Mann weniger. Das heißt, wir haben erstmal vielleicht die Chance umzuschalten über Serda. Ja, aber die stehen schon wieder hinten drin. Und Hauge. Ach, Hauge habe ich auch noch vergessen. Der ist also auch noch mit dabei. So, und die Eintracht kommt wieder über Boré, Götze. Oh, das macht das schön. Einmal hochgeschnickst und Obig ist da. Also die Anfangsphase gehört der Eintracht auf jeden Fall. Wir schaffen es momentan noch nicht defensiv da irgendwie ein bisschen mehr Stabilität hinzukriegen. Aber vielleicht ja jetzt der Drang nach vorne. Jinma, Olaru, da ist wieder ein Jinma. Und jetzt Forbes. Genau, läuft sich frei. Und das ist unsere erste Chance. Auf die Führung. 19. Minute. Oh, das war die größte Chance momentan. Forbes, den muss er machen, ey. Der muss halt rein. Dann gehst du ja halt auch mal aus dem Nichts 1-0 in Führung und hast dann mal das Spiel auf deiner Seite. Ja, aber das wird uns auch noch öfter passieren. Also, dass wir solche glasklaren Torchancen nicht machen. Dafür haben wir halt Spieler, die gerade mal so über eine 70 haben. Aber ist auch okay. Völlig okay. Wie gesagt, gehe ich auf jeden Fall mit. Aber man sieht, dass wir hier trotzdem mithalten können. Gegen die Eintracht. Busio. Oh, das ist kein Foul. Also bitte. Also es gab auch wieder ein Update. Ein Gameplay-Update. Ein paar Sachen wurden verändert. Neue Gamefaces hinzu. Irgendwas bei der CONMEBOL Libertadores oder Südamerikaner. Keine Ahnung. Irgendwas in dem Bereich wurde neu gemacht. Irgendwelche Stadien. In Frankreich wurde, glaube ich, noch ein Stadion hinzugefügt. Also so hier und da gibt es noch wieder kleine Updates. Ob man es merkt bislang, weiß ich nicht. Oh, es ist Vorteil erstmal. Ja, jetzt gibt es auch nochmal die gelbe Karte für Bayer. Ah ne, für Eric Dyer. Ha, aber reimt sich. Aber Eric Dyer im Eintracht-Trikot. Aber gut, die müssen ja quasi die halbe Mannschaft irgendwie verkauft haben. William Pacho ist nicht mehr da. Robin Koch ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob Trapp ja, im Tor steht. Mamouche ist nicht da. Shaibi, oder sitzen die alle auf der Bank? Das verwundert so ein bisschen. Aber wir können ja gleich mal in der Halbzeit auf die Mannschaft gucken von der Eintracht. Können wir ja auf die Reservebank schauen. Also das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Und die Eintracht kommt über. Maximilian Bayer. Oh, der hat jetzt ganz viel Platz. Zu viel Platz. Und Wembley. Schön gegen die Latte, ey. Obig war geschlagen. Ein bisschen Glück für uns muss aber auch sein. Jetzt vorne Jinma. Der ist nicht im Abseits. Genau richtig gespielt. Aber gegen Dyer eigentlich keine Chance. Und dann doch noch der Abschluss. Also es ist ein schön offenes Spiel. Geht hin und her. Chancen auf beiden Seiten. Wir sind nicht so stabil in der Defensive, muss man sagen. Nach vorne hin hatten wir aber die größte Chance durch Forbes, ne? Jetzt gucken wir mal nach der Ecke. Da ist Olaru. Ja, Nusa könnte eigentlich auch mal schießen, aber es klappt nicht so. Serda kriegt die zweite Chance. Oh, der ist ein bisschen länger in der Luft. Kämpft zum ersten, kämpft zum zweiten. Und dann leitet Hauge den nächsten Konter mit hier ein. Timothy Chandler. Also wenn der, wie gesagt, bei allem Respekt gegenüber Timothy Chandler, das ist eine treue Seele, der ist bestimmt für die Kabine super, super wichtig, auch so ein Verbindungsglied zwischen Mannschaft und Trainer eventuell, aber wenn du den halt immer wieder als Rechtsverteidiger aufstellen musst, dann sieht man ja, dass die Kaderplanung vielleicht nicht so
gut gewesen ist. Wie gesagt, ohne Timmy Chandler disrespekten zu wollen, aber es ist einfach so. Es ist eine Realität genauso. Ich gönne ihm wirklich jede Minute noch, die er fit spielen kann, die er uns vielleicht noch hilft, so in den letzten 5 Minuten. Aber ansonsten darf das ja eigentlich kein Kandidat mehr sein für die Startelf. Und wie gesagt, mit Respekt. Jetzt kommt Serdar. Und in der Mitte Jinma. Boso erstmal geklärt gegen Larsson. Ja, und dann sind sie halt wieder hinten verteilt. Die Eintracht in einem 4-3-3, glaube ich, mit 2 Sechsern, einem Achter. Ja, beziehungsweise 2 Sechser und einem Zehner. So sieht das jetzt momentan aus. Bei uns kommt Olaru. Und Jinma lässt sich auch fallen. Das ist halt schwer. Es ist schwer, sich da hinten durchzukombinieren. Nusa gegen Hauge. Jetzt vielleicht mal Jinma. Ist halt leider kein Kopfballstarker in der Mitte. Das ist halt das Problem. Deswegen haben wir ja Brian Lasme. Vielleicht wäre das eine Idee. Der hat ja gegen Leipzig getroffen. Letzte Minute. Letzte Sekunde, muss man quasi sagen. Das hat uns also nochmal den Sieg gebracht. Achtung, die Eintracht kommt nochmal über Maximilian Bayer. Dürfte die letzte Aktion sein. Jawohl, gut geklärt bitte. Kein Eckball. Und dann wird es erstmal beim 0-0 bleiben. Das ist ein sehr offenes Spiel. Nach wie vor Chancen auf beiden Seiten. Ich bin mit hinten nicht ganz so zufrieden. Vorne, ja, mit Forbes, wie gesagt, die größte Chance. Aber es ist halt die Überlegung da, ob ich vielleicht vorne doch Brian Lasme irgendwie reinbringe für den Jinma. Der ist ein bisschen Kopfballstärker. Ich gucke jetzt mal, wie die Eintracht spielt und was die noch so für Leute haben. Aber die spielen tatsächlich Dreierkette. Okay, also ihr Standardsystem mit 2 Zehnern. Das ist dann in dem Fall Bourré und Götze. Vorne Maximilian Bayer. Okay, hinten ist Trapp im Tor. Die haben noch Gedesch unter anderem. Shaibis auf der Bank. Nkunku auf der Bank. Luis Mudiel. Christian Jakic ist noch da. Philipp Max und Jens Grahl. Ja, also ich glaube, da könnte man auch was auf der Bank machen. Also zum Beispiel mit Nkunku rein für Timothy Chandler. Der muss halt rechts diesen Schienenspieler machen. Das kann er nicht. Der ist vielleicht in der Viererkette als Rechtsverteidiger, kannst du den einsetzen, aber den kannst du nicht als Schienenspieler einsetzen. Also, bei aller Liebe nicht. Naja, egal. Soll uns, ja, egal sein. Wir starten jetzt rein in Halbzeit 2. Mal gucken, ob ich vielleicht die Formation mal umstelle oder ob ich das hier erstmal belasse. Beim 4-3-3. Möchte auch nichts riskieren, aber wir haben auch hinten nicht so gut gestanden. Von daher, ich gucke jetzt gerade nochmal, ich muss mir das nochmal in Erinnerung rufen, was ich da für Formationen habe. 4-2-3-1, 4-3-3. Ja gut, 4-2-3-1 geht immer. Das ist eine Formation, die klappt immer, mit der bin ich vertraut. Und ich glaube, die mache ich auch mal. Komm, wir machen mal 4-2-3-1. Wir gucken mal, wie das klappt. Ob wir da ein bisschen mehr Stabilität kriegen, gerade in die Abwehr. Und vielleicht geht ja nach vorne auch ein bisschen was. Und bei Brian Lasme gucke ich mal so ab der 60., 65., dass ich da vielleicht mal irgendwas versuche. So, jetzt kommt aber die Eintracht über Bourré. Oh, jetzt verteidigen wir hier fast Mann gegen Mann. Achtung, der Ball in die Mitte. Und da ist die Führung. Durch Götze. Und die Torhymne erklingt. Schade, aber es war schon so ein bisschen abzusehen. Wir haben uns immer weiter hinten reindrängen lassen. Hier Bourré, dann haben wir Maximilian Bayer, dann schleicht sich Götze weg und dann, wie gesagt, hast du da keine Chance. Das hätten wir vorher verteidigen müssen. Da kannst du da nichts mehr machen, dann ist es zu spät. Götze erstes Tor. Nee, drittes Tor schon. Okay. Der avanciert nochmal auf seine letzten Jahre hier zum absoluten Spitzenspieler. Torjäger. Tja, und jetzt sind wir halt gefragt, ne? Das ist ganz klar, jetzt müssen wir auch ein bisschen mehr tun. Also ich hoffe schon, dass wir hier mindestens mal ein Remis mitnehmen. Und es ist ja noch Zeit genug. Es ist ja noch, ja, Zeit genug, aber ich würde jetzt vielleicht schon mal Lasme vorne reinbringen. Ich glaube, da brauche ich nicht bis zur 60. warten. Da machen wir Folgendes. Da bringen wir vielleicht auch Rese für die rechte Seite rein. Ja, ist auch nicht langsam. Und vorne Lasme. Aber da mache ich einen Jinma als hängende Spitze. Ich mache den mal als hängende Spitze. Der kann zwar nur Stürmer, also hat nur Stürmer, aber der kann das auch. Der kann das auch irgendwie machen. So, da vorne Brian Lasme, der wartet auf seine Chancen natürlich. Geschwindigkeit, wuchtig. Und hier können wir schon mal zu zweit pressen, zu dritt, aber da müssen wir den Ball halt auch gewinnen. Ansonsten stehen wir hinten ein bisschen offen. Da haben wir Harto, Maximilian Bayer gegen Bradley, der kommt da nicht durch. So leicht darf es dann natürlich auch nicht gehen. So, jetzt die Chance, mal umzuschalten. Reza hat Platz.
Müsste, glaube ich, schneller als Gebur sein. Ja, und jetzt muss Lasme in die Mitte. Jetzt fehlt er. Er fehlt einfach in der Mitte. Da kann ich auch nicht reinflanken. Das ist so ein bisschen schade. Aber Busio und Jinma, gut gespielt und mal von Weiden. Olaru, ja, abgefälscht, ist okay. Wir müssen halt auch schießen. Ball ins Tor tragen ist nicht. Dafür haben wir leider nicht die Spieler. Aber wir haben Forbes und wir haben Jinma. Ja, immerhin. Nichts Gefährliches für Trapp, aber wir sind auf jeden Fall da. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde und zur Not mache ich in der 90. den Ausgleich. Nehme ich hier einen Punkt mit. Der wird mir dann mehr helfen als Frankfurt. Nguyen ist halt auch so ein Spieler, der hat nie bei der Eintracht so richtig Fuß gefasst. Klar, der war dann oft verletzt, dann ist er verliehen worden nach... Ach, wo ist er denn hingewechselt? In die Schweiz irgendwo hin. Ich weiß jetzt nicht mehr den Verein. Und dann, wie gesagt, hat er halt nie bei uns Fuß gefasst. Forbes, nächste Chance. Nach Genf ist er, glaube ich, zu Servette Genf. Ich glaube, zu dem Verein ist er dann hingewechselt. Hat halt bei uns leider nicht sollen sein. Ich glaube, der ist aber auch nur verliehen. Bislang. So, nächste Chance über die Außen. Barco, ne, kommt da nicht durch. Wird halt da gut zugestellt. Und jetzt hier aufgepasst. Wenn sie die Sechser überspielt haben, dann ist natürlich die Lücke da. Götze. Nächste Chance. Achtung, da ist Bourré. Ja, komm, einer muss draufgehen. Da können wir nicht so lange warten. Da muss irgendeiner draufgehen. So, nächste Chance umzuschalten. Lassen wir, wenn er entgegenkommt oder so. Rese. Gegen Gebur. Lassen wir läuft durch und kriegt da... Ah, nee, das war zu kompliziert. Das war zu kompliziert. Oh, Neuaufbau. Oh, oh, oh. Ja, sieht noch alles sehr unrund aus, das ist klar. Das wird es auch weiterhin so, aber mal gucken. Vielleicht wird es ja irgendwann besser im Laufe der Saison. Lassen kommt. Ah, schade, ich hätte den Riese gerne unten geschickt. Ah, es gibt noch den Freischuss für uns aber, oder wie? Wir können jetzt natürlich Uedraogo reintun. Wir können natürlich auch nochmal eine Dreierkette machen, aber vielleicht... Ah ne, das Flache, das hatten wir schon. Wir können auch eine Dreierkette machen. 3-4-2-1. Ich glaube, das habe ich eingestellt, wenn ich die letzten Minuten nochmal alles oder nichts versuche. Ich glaube, das mache ich. Komm, wir machen auch eine Dreierkette. 3-4-2-1. Wir spiegeln quasi die Formation. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, Bradley. Wenn die Freischüsse schon nicht gut ausgespielt werden, dann wisst ihr schon. Jetzt ist Dortmund unser nächster Gegner. Ich sage ja, wir haben nur Kracher-Teams in den Heimspielen. Wir hatten Leverkusen, wir hatten Leipzig, jetzt kommt Dortmund. Gute Chance, jetzt bin ich gespannt. Komm, alles oder nichts. Wenn wir jetzt noch ein zweites kassieren und ein drittes, das ist egal. Aber vielleicht schießen wir ja auch einen Ausgleich. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr wechseln. Da lassen wir genau so. Und vielleicht ist jetzt irgendwo vorne der Weg frei. Vielleicht spielen wir uns auch ein paar mehr Chancen raus jetzt. Dadurch, dass wir so spielen wie die Eintracht. Die werden wahrscheinlich jetzt auch noch mal ein bisschen pressen, aber es läuft momentan gut. Barco, schnell gespielt gegen Nguyen. Flanke kommt, wieder Eckball, alles gut. Schon mal ein bisschen aktiver, vielleicht jetzt mal einen Rechtsfuß. Da brauche ich dann, klar, Olaru. Der macht das. Schöne Ecke, jetzt Rese. Da ist Rese am Fünfer, Forbes kommt da noch ran. Und jetzt hinten, Achtung, Bourré. Gegen 3-4 Mann. Hier müssen wir dann halt auch jetzt auf Pressing gehen. Weil wir müssen ja irgendwie jetzt den Ball uns zurückerobern. Wenn wir noch ein zweites dann bekommen, ist okay. Lassen wir. Verteidigt hinten mit. Sehr, sehr gut. Muss jetzt aber direkt wieder nach vorne. So, nächster Angriff. Oh, das wird aber sehr, sehr schwer. Das ist sehr, sehr holprig. Ich will nicht sagen, hat was von Kreisliga-Fußball. Es ist halt sehr unbeholfen. Klar, man sieht, was für Spieler wir haben. Aber ich habe ja auch gesagt, unser Ziel ist der Klassenerhalt. Das wird schwer genug. Und so Überraschungssiege wie gegen Leipzig oder dass wir vielleicht hier in Frankfurt einen Punkt holen, das muss natürlich dann auch immer mal mit dazu gerechnet werden. Jetzt kommt erstmal Bayer. Oh, das kann nicht sein. Wie der da durchkommt. Götze und Urbich. Aber das müssen wir vorher irgendwie besser verteidigt kriegen. Das war ein bisschen sorglos. Jetzt haben wir noch 2 Minuten. Entweder jetzt die Entscheidung oder wir kriegen nochmal einen Angriff. Achtung, Jakic. Bourré, Götze und es sieht, glaube ich, nach der Entscheidung aus. Oder kriegen wir den Ball? Harto? Nee, gegen Götze. Der hat sich den halt schön vom Leib gehalten, Bourré. Und jetzt gibt es auch den Elfmeter als krönenden Abschluss. Obwohl der Schuss schon eigentlich vorbei war. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Nicht nur, weil es jetzt bei uns passiert. Der Schuss ist schon erfolgt. Dann kommt die Grätsche, weil ich den Schuss blocken will. Und der fällt ja quasi über einen drüber. Oder? Ich weiß nicht. Ich hätte noch rüberspringen können. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Chance zur Entscheidung. Wieder Götze. Die Chance auf den Doppelpack gegen Urbich. Ja. Und das war's. Also 2-0.
Hat leider nicht sollen sein. So druckvoll waren wir dann auch nicht, wie ich mir das erhofft hatte. Defensiv hat uns halt leider direkt nach der Pause das Genick gebrochen. Aber gut, wie gesagt, dadurch, dass wir gegen Leipzig gewonnen haben und auch gegen Schalke, haben wir so einen kleinen Puffer. Also ein bisschen Vorsprung, aber natürlich, klar, am Anfang nicht viel. Vielleicht ist das dort gegen Dortmund schon wieder ganz anders. Vielleicht sind wir halt gegen Spitzenmannschaften irgendwie ein bisschen besser. Bislang in der Saison, weiß ich nicht. Und gegen so, ich will nicht sagen kleinere Teams, aber gegen so Teams für die internationalen Plätze, da reicht es halt leider noch nicht. Flanke kommt nochmal rein, aber das ist ein bisschen mit dem Mute der Verzweiflung. Spiel ist entschieden. Niederlage bei Eintracht Frankfurt, die erste Auswärtsniederlage. Ne? Ansonsten haben wir, glaube ich, ja, gewonnen. Wir hatten ja bislang auch nur ein Auswärtsspiel. Ich Idiot. Also, wir machen weiter. Krone richten und gegen Dortmund dann eventuell schon wieder ein ganz anderes Ergebnis erzielen. Ja, defensiv haben wir uns, wie gesagt, mit Beginn der zweiten Halbzeit uns ein bisschen das Spiel leider kaputt gemacht. Wenn wir da noch ein bisschen länger die Null gehalten hätten, wäre vielleicht nach vorne auch ein bisschen mehr gegangen. Aber das ist am Anfang immer ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Deswegen müssen wir jetzt hier mal gucken. Energie, ja, das ist jetzt wieder kurz nach dem Spiel. Ey, da kannst du mir nicht mit dem Trainingsplan kommen. Dortmund ist sogar 17. Bislang. Einen einzigen Punkt. Wir gucken nochmal, dass sie ihr Spiel nochmal spielen. Gut, jetzt sind sie 14. mit 4 Punkten. Also die haben auch einen Saisonstart zum Vergessen quasi. Guck mal, auch der VfB Stuttgart, die haben da unten eigentlich nichts zu suchen. Dann haben wir Bremen, Hannover, Schalke. Also wir haben momentan 3 Punkte Vorsprung auf den 16. Das ist dann das, worauf wir gucken müssen. Bochum, Augsburg, die werden auch noch ein bisschen weiter nach unten kommen wahrscheinlich. Gladbach, die halten sich auch momentan richtig gut. Richtig stark oben. 3 Siege, 1 Unentschieden. Bayern oben. Gut, die werden wahrscheinlich das Ding entscheiden. Die werden Meister. Aber wie gesagt, wir haben Leverkusen geschlagen. Jetzt kommt Dortmund. Die haben auch nur einen Sieg bislang. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das zu Hause läuft. Und es macht aber auch Spaß. Wie gesagt, ne? Dann haben wir auch, glaube ich, Pokal. Ich habe gesehen, DFB-Pokal. Habe ich im Augenwinkel gesehen. Dortmund jetzt, genau. Dann kommt Pokal in Nürnberg. Da müssen wir also auch gucken, dass wir da, ja, gegen Nürnberg dann die zweite Mannschaft quasi spielen lassen, weil das Hauptziel ist für mich die Liga. Da spiele ich lieber in Nürnberg mit der B-Mannschaft. Will da natürlich aber auch weiterkommen, ganz klar. Dann haben wir Gladbach und Bayern. Das sind dann 2 schwere Spiele. Dann haben wir Bremen. Dann Union. Dann Hannover schon wieder. Ach nein, Quatsch, mit der Eintracht. Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander. Ich denke gerade, Hannover haben wir doch schon gespielt. Das war aber in der Eintracht-Karriere. Also, je nachdem, wann das Video hier rauskommt. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Nächstes Spiel gegen Dortmund. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir auch da wie gegen Leipzig vielleicht einen Überraschungssieg zu Hause schaffen oder ob es die nächste Niederlage setzt. Seid dabei. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.